Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Die spanische Fernsehkollegin Silvia Inchaurondo hat ihren Zuschauerinnen und Zuschauern heute Mittag zugerufen: Wir ersticken alle. 43 Grad im Schatten. Für den Norden und Osten von Mallorca, für Teile von Katalonien und Aragonien gilt die höchste Stufe des Hitzealarms. Alarmstufe Rot auch in 20 Städten in Italien, von Bozen im Norden bis Palermo auf Sizilien. Die Hauptstadt Rom hat ihren bisherigen Hitzerekord übertroffen, 41,8 Grad heute. In Griechenland kämpfen sie schon wieder gegen Waldbrände. Die Auswirkungen sind gravierend auf Menschen, Wirtschaft und Umwelt. Und es ist noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil, die Weltorganisation für Meteorologie sagt, diese schnell aufeinander folgenden Hitzewellen werden zunehmend intensiver und häufiger. Andreas Postel. Zuallererst geht es um Menschenleben, aber auch die Tiere sind gefährdet. Bis zum Eintreffen der Helfer waren sie mit den Flammen auf sich allein gestellt. Die Helfer kommen zu spät. Wir mussten allein kämpfen gegen die Flammen. Dramatische Szenen auch auf einem Reiterhof südlich von Athen in Kalivia. Die Flammen greifen schnell auf die ersten Stallanlagen über. Die Angst, dass den Tieren etwas zustößt, ist groß. In letzter Sekunde können die Pferde in Sicherheit gebracht werden. Mit der Hitze kommen die Feuer. Rund um Athen kämpfen Rettungskräfte gegen die ersten Waldbrände dieser Saison. In Kouvaras und einigen anderen Ferienorten fressen sich die Flammen rasend schnell an die Häuser heran. Dimitris Saviropoulos kann nur noch zusehen. Einige versuchen noch, das Haus zu schützen, aber das ist hoffnungslos. Der Wind ist sehr, sehr stark. Da kann man nichts mehr machen. Insgesamt 230 Feuerwehrleute sind mit Löschfahrzeugen und Hubschraubern an verschiedenen Orten im Einsatz. Überall konnten sie die Brände bislang nicht stoppen. Griechenland ächzt unter der ersten Hitzewelle dieses Jahres. Die Feuerwehr warnt, dass angesichts der Temperaturen und der starken Winde die Waldbrandgefahr noch einmal deutlich ansteigen werde. Anfang der Woche mussten 1200 Kinder aus Ferienlagern in Sicherheit gebracht werden. Hitzealarm auch in Italien. Das Gesundheitsministerium hat für 20 Städte die höchste Warnstufe ausgerufen. In Rom wurde mit über 41 Grad der bisherige Hitzerekord gebrochen. Heißer ist es nur noch auf Sizilien. In den Straßen von Palermo schwitzen die Touristen, aber selbst den hitzegewohnten Sizilianern macht das Wetter zu schaffen. Das größte Problem ist für uns die hohe Luftfeuchtigkeit. Ansonsten sind wir ja daran gewöhnt. Es ist so eine drückende Hitze im Haus, dass ich vor die Tür gegangen bin, um etwas Luft zu schnappen. Besonders für ältere Menschen kann die Hitze lebensbedrohlich sein. Deshalb hat die italienische Regierung nun einen Hitzeplan vorgestellt. Dieser regelt die Behandlung von Hitzepatienten in Notaufnahmen und reaktiviert häusliche Pflegedienste. Wer kann, flüchtet in diesen Tagen ans Meer. Doch mit 26 Grad verspricht auch das nur wenig Abkühlung. Und dabei hat die Hitzewelle am Mittelmeer ihren Höhepunkt wohl noch nicht erreicht. Ja, wie einstellen auf diese Hitzewellen? Heute kommt der Vorschlag von Deutschlands Amtsärzten, eine Siesta einzuführen im Hochsommer, so nach spanischem Modell etwa. Claudia Treidel-Hoffmann leitet die Hochschulambulanz für Umweltmedizin am Uniklinikum Augsburg, berät auch die Bundesregierung in dieser Sache. Frau Professorin, guten Abend. Guten Abend, Herr Sievers. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht so eine richtig gemachte Siesta aus? Ja, die Siesta ist dafür da, dass wir Gesundheit erhalten von den Menschen, die eben draußen arbeiten. Die 2 Millionen Menschen in Deutschland, die auf den Dächern arbeiten, auf der Straße, in den Feldern. Und die müssen wir schützen, die Gesundheit schützen und auch natürlich dafür sorgen, dass die keine Unfälle haben. Also es geht um Arbeitssicherheit und es geht um Gesundheit für Menschen, die unter extremer Hitze arbeiten müssen. Dann erklären Sie uns doch mal bitte, wie sich diese lang anhaltenden und immer intensiver werdenden Hitzewellen auf uns Menschen konkret auswirken. Eine Studie sagt ja, in Deutschland sterben fast 3-mal so viele Menschen an der Hitze wie im Verkehr. Das ist richtig. Eine aktuelle Studie hat geschaut, wie viele Menschen in dem Jahr 2022 an Hitze gestorben sind. Und das waren 70.000 Menschen in Europa. Bedeutet, das ist wirklich ein signifikanter Anteil von Menschen,
die eigentlich nicht hätten sterben müssen. Und das bedeutet, die Hitze macht mit uns viel. Was haben wir zwei gemeinsam mit einem Ei? Nämlich, dass das Ei, wenn wir das kochen, das Eiweiß weiß wird. Und das ist etwas, was nicht rückgängig zu machen ist. Bedeutet, in unserem Körper laufen Prozesse ab, immer nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und wenn dieser Schlüssel nicht mehr in das Schloss passt, dann verlaufen eben Prozesse im Körper auch nicht mehr geregelt ab. Dann kommt das Multiorganversagen. Aber das ist im Prinzip am Ende. Vorher werden Menschen, die sowieso krank sind, noch kränker. Kleine Kinder leiden an der Hitze. Und das bedeutet, dass wirklich die Hitze Kranke kränker macht und Gesunde einfach groggy. Und bedeutet, wir können nicht mehr vernünftig arbeiten, nicht mehr vernünftig denken. Kostet alles am Ende Geld. Das haben Sie jetzt sehr plastisch dargestellt. Aber die Frage ist ja, sind wir uns alle des Problems überhaupt bewusst? Nur 14% der Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland haben aktuell einen Hitzeaktionsplan. Was muss denn da jetzt ganz vorne stehen und gemacht werden? Ja, Herr Lauterbach hat ja erst gerade eben verkündet, dass wir jetzt einen nationalen Hitzeschutzplan bekommen. Das ist auch gut so. An erster Stelle ist natürlich die Aufklärung eben und die Frühwarnung. Es kommt eine Hitzewelle. Und dann eben auch, was bedeutet das für uns? Und das bedeutet einmal kurzfristig, dass wir dann natürlich Maßnahmen ergreifen müssen, dass wir Menschen mitteilen müssen, dass sie mit Kopfbedeckung rumlaufen, dass sie viel trinken, dass sie sich natürlich auch in kühle Räume retten. Bedeutet aber auch, dass wir diese kühlen Räume brauchen. Auszeichnung von kühlen Räumen in Städten. Bedeutet aber auch langfristig, dass wir auch Städte schaffen müssen, wo wir auch kühl bleiben können. Das ist ein wichtiger Punkt, über den sollten wir noch kurz reden. Wir müssen hier nur ein paar Meter von unserem Nachrichtenstudio nach draußen gehen. Da ist die Fläche komplett zubetoniert. Das kann ja dann nicht die Zukunft sein, oder? Nein, wir bauen heute, als ob wir immer noch im letzten Jahrtausend leben würden. Wir müssen jetzt aber so bauen, dass wir in diesen Räumen auch in 30, 40 Jahren noch arbeiten, leben können. Und genau das brauchen wir jetzt. Wir müssen jetzt die Zukunft gestalten. Und wir dürfen uns auch von diesen Horrorszenarien, die wir gerade gesehen haben, nicht lähmen lassen, sondern das als Chance nehmen. Nämlich jetzt eine coole Erde zu schaffen, coole Städte zu schaffen. Das als wirklich Motivation, was Besseres zu machen. Eine gesunde Erde für gesunde Menschen. Gibt es da schon Vorbilder? Gibt es so eine coole Stadt, der wir nacheifern könnten? Ach, Paris hat schon viel geschafft. Paris hat Parks geschafft. Sichere Fahrradwege. Es muss auch der Mensch muss motiviert werden, sich aktiv zu bewegen, weil es gut für uns ist und für den Planeten. Diese doppelten Gewinnsituationen, gesunde Ernährung für mich und den Planeten. Und dann gibt es auch Singapur zum Beispiel, die sagt, wir brauchen nicht einen Park in einer Stadt, sondern die Stadt muss ein Park sein. Das heißt, wir haben gute Beispiele, denen wir folgen können. Und die wir einfach so machen können, dass wir was Besseres schaffen. Und das Argument, dass alles so viel kostet, ist keins, weil das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Die Stadt der Zukunft, die Freude macht und nicht krank. Das war Claudia Treidel-Hoffmann. Frau Professorin, herzlichen Dank für das Gespräch heute Abend. Ich danke Ihnen. Und Ausführliches zum Thema Hitze und Gesundheit heute ein bisschen später am Abend bei Leschs Kosmos. Gesundheitsrisiko Klimakrise. Wie heiß ist zu heiß? Läuft um 22:45 Uhr hier im ZDF. Und dann bleibt natürlich die Menschheitsaufgabe, generell etwas zu unternehmen gegen die Klimakrise. 4 bis 5 neue Windräder im Schnitt pro Tag bis 2030. Das war die Ansage von Bundeskanzler Olaf Scholz. Im ersten Halbjahr dieses Jahres waren es noch nicht mal 2. Die aktuellen Zahlen heute des Bundesverbands Windenergie. Es geht voran, aber bei weitem nicht so schnell wie geplant. Schleswig-Holstein ist einsame Spitze mit 125 neuen Windrädern an Land seit Jahresbeginn. Im Flächenland Bayern waren es gerade einmal 5. In Thüringen und Sachsen kein einziges. So sieht ein Windrad in Originalgröße aus. Schon das Maschinenhaus ist ein Koloss. Mit dem riesigen Generator wird darin so viel Strom produziert, dass ein Rad mehrere tausend Haushalte versorgen kann. Beim Bauen neuer Räder sieht die Branche aber nach wie vor noch viele Hindernisse. Mehr dazu von Peter Böhmer.
Wind gibt's im Wittgensteiner Land wahrlich genug, und so investieren die Sayn-Wittgensteins in Windkraft. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, diese Anlagen brauchten 8 Jahre, bis sie im letzten Jahr endlich standen. Uns ärgert es wahnsinnig. Wir sind Überzeugungstäter, wir tun das hier, um den Klimawandel aufzuhalten oder zu verlangsamen zumindest. Und jede Tonne CO2, die wir einsparen können, ist exponentiell gewonnen. Wir hätten also schon vor 5 Jahren produzieren können, und stattdessen produzieren wir erst seit jetzt knapp 12 Monaten. 8 lange Jahre, 3 würden im Idealfall reichen, heißt es in der Branche. Bei Wittgenstein war das so. Erst das Artenschutzgutachten, Dauer bis zu 3 Jahren, je nach Gutachterverfügbarkeit, Gesetzeslage oder neu entdeckter Nester. Dann weitere Gutachten, Schallschutz, Windschatten, Brandschutz, Wasserschutz, nochmal 6 Monate. Dann erst der Bauantrag, bis zu 12 Monaten Bearbeitungszeit. Dann haben die Beteiligten Einspruchsrecht, je nach Klagen nochmal 3 Jahre. Dann erst Rechtssicherheit, Bestellung der Anlagen, Lieferzeit bis 1,5 Jahre. Eigentliche Bauzeit 2 bis 3 Monate. Ob Vögel durch Rotoren gefährdet sind, da streiten sich die Studien. Für den Prinzen ist aber klar, Windkraft ist Artenschutz, der verzögert wird durch die Gutachten, Kosten pro Windrad 30.000 €. Also man kann dieses Geld tatsächlich in tatsächlichen Vogelschutz investieren, in Habitatsverbesserungen an anderen Stellen. Sie verlangsamen hier ein Projekt, was die Art schützt, nur um einen möglichen individuellen Vogel zu schützen. Klar ist, bis 2030 sollen in Deutschland 115 Gigawatt aus der Windkraft an Land kommen. Die Hälfte ist erst erreicht. Mit dem derzeitigen Ausbautempo erreichen wir das Ziel von 115 Gigawatt nicht. Wir bräuchten, um das sich so ein bisschen besser vorstellen zu können, ungefähr 5 durchschnittlich große Windräder pro Tag von jetzt bis 2030. Und wir haben eben bisher nicht mal 2 pro Tag. Die Bundesregierung setzt auf leistungsfähigere Anlagen, auf den teilweisen Verzicht von Artenschutzgutachten, auf mehr Windradflächen, Politik von oben. Doch es kommt auch auf Politik von unten an, sagt Milan Nitschke, Geschäftsführer eines Anlagenbauers. Unten säßen oft Bremser. Die Gemeinden und die Kommunalverwaltungen sind aus den letzten Jahren gewohnt, erst einmal zu prüfen und nach Möglichkeit zu verschieben und auch zu verhindern, weil ja in der Vergangenheit die Menschen auch größtenteils gesagt haben, auch Windenergie wollen wir nicht. Jetzt wird sie aber gebraucht, wir brauchen ja Strom. Also müssen die gleichen Leute jetzt zu einer komplett anderen Mentalität kommen. 150 Anlagen betreiben sie, etwa im Sauerland in Neuenrade. Dieser Park brauchte 10 Jahre. Und wenn die monströsen Bauteile dann geliefert werden, warten neue Probleme. Wir könnten zum Beispiel an vielen Stellen einfach von der Autobahn über Bedarfsausfahrten abbiegen und wären schon direkt am Standort. Und die Autobahn GmbH sagt, ach nee, da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, das machen wir besser nicht. Und dann muss man durch Serpentinwege und anderes durch, was viel teurer, viel aufwendiger, viel langfristiger ist, kann man sich alles sparen. Dabei drängt die Zeit. In Wittgenstein brauchen sie Millionen für Wiederaufforstung. Der Borkenkäfer, der sich wegen des Klimawandels dramatisch vermehrt, hat ganze Landstriche zerstört. Windkraft als ökologische Geldquelle, wenn nur die Bürokratie nicht wäre. Weitere wichtige Nachrichten von heute, die hast jetzt du, Hanna, in der Übersicht. Ja, nachdem Russland gestern das Getreideabkommen mit der Ukraine aufgekündigt hat, warnte der Kreml Kiew heute davor, die Exporte dennoch weiterzuführen. Dies sei ohne Sicherheitsgarantien riskant, sagte Kreml-Sprecher Peskow. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte sich zuvor für eine Fortsetzung der Getreidelieferungen ausgesprochen. In der Nacht griff die russische Armee zudem die Hafenstädte Odessa und Mykolajiw an. Das russische Verteidigungsministerium sprach von einem Vergeltungsschlag für den Angriff auf die Krimbrücke am Montag. Und auch aus dem Nordosten der Ukraine gibt es heute Meldungen. Dort soll Russland einen Vorstoß auf die Stadt Kupjansk gestartet haben. Laut Moskau sind russische Truppen dort bis zu 2 Kilometer vorgerückt. Der ukrainische Kommandeur des Heeres bezeichnete die Lage als schwierig. Die Pannen bei der Bundestagswahl 2021 in Berlin sind seit heute Thema am Bundesverfassungsgericht. Dabei geht es unter anderem darum, in wie vielen Berliner Wahlbezirken die Abstimmung wiederholt werden muss. Aus Sicht der Union müssen es mehr sein als vom Bundestag mit den Stimmen der Ampelfraktion beschlossen. Deshalb legten CDU und CSU Wahlprüfungsbeschwerde ein.
Bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 war es in Berlin zu langen Warteschlangen vor Wahllokalen gekommen. Es gab zu wenige Wahlkabinen, falsche und fehlende Stimmzettel und zum Teil Stimmabgaben nach 18 Uhr. Die Pflege im Heim ist deutlich teurer geworden. Das meldet der Verband der Ersatzkassen. Grund seien vor allem gestiegene Personalkosten durch höhere Löhne in der Pflege. Im Schnitt zahlen Pflegebedürftige und ihre Familien im ersten Jahr monatlich 2.548 €, rund 350 € mehr als noch vor einem Jahr. Immer mehr Menschen könnten sich das nicht mehr leisten, warnt der Verband. Der seit 3 Jahren untergetauchte ehemalige Wirecard-Vorstand Jan Marschalek hat sich mit Hilfe eines Anwalts beim Landgericht München I gemeldet. Ein Gerichtssprecher bestätigte den Eingang eines Schreibens. Zum Inhalt äußerte er sich allerdings nicht. Das Landgericht verhandelt seit einigen Monaten über den mutmaßlichen Milliardenbetrug bei Wirecard. Marschalek gilt als Schlüsselfigur und war als ehemaliges Vorstandsmitglied für das Asiengeschäft des Unternehmens verantwortlich. In Israel hat es in mehreren Städten erneut Proteste gegen die umstrittene Justizreform der rechtsreligiösen Regierung gegeben. In Tel Aviv blockierten tausende Demonstrierende wichtige Straßen und die Börse. Sie wollen den Druck erhöhen, da das Parlament noch vor der Sommerpause über einen Teil der Reform abstimmen will. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Bei seinem Besuch in Washington betonte Israels Präsident Herzog, die Demokratie seines Landes sei gesund, stark und widerstandsfähig. Zwischen Europas verbrieftem Asylrecht und der gelebten tatsächlichen Asylpraxis klafft ein ziemlicher Unterschied. Er wird geprägt von kollektivem Wegschauen und Abweisen, von lebensgefährlichen Fluchtrouten, einem Wettlauf übers Meer, der so oft tödlich endet. Aber auch von geringen Anerkennungs- und Abschiebequoten und gezieltem Missbrauch. Egal, aus welcher politischen Ecke man darauf schaut, zufrieden mit der aktuellen Situation kann wohl niemand sein. Der CDU-Politiker Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, hat jetzt einen weitgehenden Vorschlag gemacht. Kein individuelles Recht auf Asyl mehr, dafür Kontingente für die Aufnahme von Flüchtlingen in Europa. Es wäre das Ende des Grundrechts auf Asyl. Es ist auf jeden Fall der Beginn einer Diskussion, bei der sich Frey auch viel Kritik anhören muss. Klaus Brodbeck. Menschen, die alles riskieren, um Europa zu erreichen. Die Gründe? Vielfältig. Krieg, Hunger, Verfolgung, die Hoffnung auf ein besseres Leben. Gebündelt in einem Wort: Asyl. Das will der Vorschlag nun ändern. Tatsächlich ist es so, dass ich meine, dass man aus dem Individualrecht des Asylrechts eine sogenannte Institutsgarantie machen müsste. Und das bedeutet im Klartext, dass man keine individuellen Rechtsansprüche mehr hat, sondern dass Europa sich entscheidet, eine bestimmte Zahl von vulnerablen Menschen in Europa aufzunehmen. Kontingente würden politisch festgelegt, wie viele aus welcher Krisenregion. 300.000 bis 400.000 pro Jahr für ganz Europa. Bisher, findet Frey, begünstigten Asylrecht und Praxis oft falsche. Weil diejenigen zu uns kommen, die jung, stark, häufig männlich, gesund sind und die Möglichkeit haben, 10.000 € für einen Schlepper zu bezahlen. Erste Reaktionen, durchaus erwartbar, von Entsetzen bis Empörung. Im Ergebnis ist der Frey-Vorschlag genauso radikal wie die Vorschläge der AfD. Er hat am Anfang so ein bisschen humanitäres Leuchtfeuer, gibt er ab, aber die Konsequenz, er ist außerhalb des Grundgesetzes. Da gibt es eine Menschenwürdegarantie. Ich glaube, dass Herr Frey mit dieser Forderung versucht, am ganz rechten äußeren Rand zu fischen. Ich rate dringend dazu, ich rate der CDU und Herrn Frey dringend dazu, zur Besinnung zu kommen und sich nicht bei der AfD anzuwanzen. Der Höhenflug der AfD sei Anlass für Freys Vorstoß. Sie selbst wolle das aktuelle Asylrecht nur anders anwenden, sagt die AfD. Reichlich Häme inklusiv. Ich denke, die Union mit ihrem Aufmerksamkeitsdefizit und mit ihrem Hauptgegner, den sie als solchen empfindet, AfD, möchte ein bisschen im Wählerreservoir der AfD fischen und sich deshalb migrationsthematisch ein wenig bemerkbar machen. Ich glaube, dass eine der zentralen Fragen in der Wahrnehmung der Menschen die Migrationsfrage und die Lösung der damit verbundenen Herausforderungen ist.
Und es ist die Aufgabe von Politik und Politikern, dafür sich Gedanken zu machen. Kurz mal nachgelesen, außen am Bundestag. Grundgesetz Artikel 16. Er gehört zu denen, die nie verändert werden dürfen. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Also das Grundgesetz ist praktisch in diesem Punkt, hat es an seiner Relevanz verloren. Zu gering die Anerkennungsquote, sagt Frei. Lieber nichts dazu und doch viel, sagt die Außenministerin. Offensichtlich sind wir schon im Sommerloch. Das aber könnte durchaus bedeuten, die Debatte hält an. Ein schönes Sommerloch allen. Ja, schnelle Analyse dazu noch von Theo Koll in Berlin. Guten Abend, Theo. Ist das jetzt Einzelmeinung von Thorsten Frey oder Teil einer ganz gezielten Unionsstrategie? Nein, das ist ganz eindeutig keine Einzelmeinung. Es kommen ja schon erste wichtige unterstützende Stimmen aus der Union. Und natürlich ist es vorher mit der Partei- und Fraktionsspitze abgesprochen, auch wenn Friedrich Merz sich heute dazu nicht geäußert hat. Thorsten Frey ist der durchaus mächtige parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion und damit quasi die rechte Hand von Friedrich Merz im Bundestag. Und er hat die Signale ja offensichtlich bewusst sehr lautstark gesetzt. Das Asylrecht gründe auf einer Lüge, schreibt er. Er spricht von Heuchelei und dass die Belastungsgrenze der Bevölkerung überschritten sei. Also da wird ganz klar ein Thema in den Fokus gerückt, das in allen Umfragen auch wirklich für die Menschen aktuell eines der wichtigsten ist. Und wenn man es in Kombination sieht mit dem Vorschlag des designierten CDU-Generalsekretärs zu den Schnellverurteilungen von Freibad-Tätern, dann präsentiert sich da gerade eine CDU durch harte Ansagen. Jetzt sagt Frey aber auch selbst, auf dem Weg gäbe es enorme Hürden. Wie viele Chancen hat denn der Vorschlag dann auch tatsächlich verwirklicht zu werden? Ehrlich gesagt keine. Jedenfalls aktuell sind die Chancen der Verwirklichung nicht existent. Selbst wenn die Ewigkeitsklausel nicht für das Asylrecht gilt oder gelten sollte, dann braucht die Union für eine Änderung des Grundgesetzes eine Zweidrittelmehrheit. Und die gibt es nicht. SPD, Grüne, FDP und Linke haben sich ja alle schon gegen den Vorschlag ausgesprochen. Das ist einem politischen Profi wie Thorsten Frey aber natürlich vorher klar gewesen. Insofern kann man es je nach politischer Perspektive entweder als überfälligen Debattenbeitrag zum, sagen wir, ungelösten Flüchtlingsproblem sehen oder als strategisches, wahlweise populistisches Blinken an die mit der AfD liebäugelnden Wähler. Möglicherweise erleben wir da gerade bei der CDU das Schärfen von politischen Kanten. Sagt Theo Koll. Theo, vielen Dank. Gerne. Und hier nochmal du, Hanna. Die Lohnlücke zwischen Ost- und Westdeutschen ist im vergangenen Jahr gewachsen. Ostdeutsche Arbeitnehmer verdienten im Schnitt rund 13.000 € im Jahr weniger als Westdeutsche. Das geht aus einer Anfrage der Linksfraktion im Bundestag beim Statistischen Bundesamt hervor. Die Lebenshaltungskosten in ostdeutschen Bundesländern lagen in der Vergangenheit allerdings unter dem bundesweiten Durchschnitt. Wer eine Wohnung mieten will oder einen Kredit abschließen möchte, hat früher oder später mit der Schufa zu tun. Und die will nun transparenter werden. Über eine neue App sollen Verbraucherinnen und Verbraucher künftig kostenlos ihren Schufa-Basisscore abrufen können. Allerdings, Valerie Haller, es gibt durchaus Kritik an dem neuen Angebot. Warum? Die Schufa hat ja den Ruf, eine Datenkrake zu sein. Und Kritiker fürchten nun, dass die Auskunftei durch die App bald noch mächtiger werden könnte. Ja, worum geht's? Künftig kann man per App seine Schufa-Bewertung abrufen und wird proaktiv auch mit einer Push-Nachricht über negative Einträge informiert. Das soll über die Finanzplattform Bonify funktionieren, die die Schufa vergangenes Jahr gekauft hat. Etwa 13% der Menschen in der Schufa-Datenbank haben eine eher schlechte Bonität. Und gerade sie könnten sich bald gezwungen sehen, zu viele Daten von sich preiszugeben. Denn über die Bonify-App kann man der Schufa auch Einblicke ins eigene Konto gewähren. Laut Auskunftei kann das helfen, die eigene Bonität aufzupolieren. Freiwillig, sagt die Schufa. Wenn man aber den Kredit unbedingt haben möchte, gibt man diese Daten eher weiter. Und das wäre dann nicht ganz so freiwillig. Nun gibt es aber auch ganz unabhängig von der neuen App Kritikpunkte an der Schufa, vor allem mit Blick auf die Berechnungsmethode. Genau, und das hat mit dem Thema Transparenz zu tun. Man weiß, die Bonität berechnet sich aus verschiedenen Faktoren, aber welche genau das sind und wie die gewichtet werden, das hält die Schufa geheim. Kritiker sagen, das ist eine riesige Blackbox, wie die Schufa die Daten verarbeitet. Es müssen eine Menge sein, denn die Schufa hat Informationen zu 68 Millionen Menschen.
Vielen Dank, Valerie, für diese Einordnungen. Der Schriftsteller Lutz Seiler hat schon viele Preise gewonnen. Nun kommt der renommierte Georg-Büchner-Preis dazu. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung lobt ihn als unverwechselbare Stimme. Seiler sei auch als Erzähler ein klarer wie rätselhafter, dunkel leuchtender Lyriker geblieben, hieß es in der Begründung. Ausgezeichnet wird er für sein Gesamtwerk. 2014 hatte er bereits den Deutschen Buchpreis erhalten. Bei der Schwimm-WM in Japan haben Leonie Beck und Florian Wellbrock erneut triumphiert. Beide wurden Weltmeister im Freiwasserschwimmen über 5 Kilometer, nachdem sie zuvor schon Gold über die doppelte Distanz geholt hatten. Und auch die deutschen Wasserspringer gewannen eine Medaille. Im Mixed-Team-Wettbewerb vom Turm- und 3-Meter-Brett landeten sie auf Platz 3 hinter China und Mexiko. So ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Tour de France. Radsportfreaks erinnern sich, das hat es zuletzt gegeben, als Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand hieß und die Berliner Mauer noch stand. Laurent Fignon gegen Greg LeMond. 8 Sekunden Vorsprung für LeMond auf der Schlussetappe. Und jetzt wieder 2 Rivalen und 10 Sekunden Abstand vor dem anspruchsvollen Bergzeitfahren heute. 16. Etappe. Wir können uns das ganz bequem hier schon mal angucken. Wir müssen ja nicht mitfahren. Stefan Bier hat die beiden Kontrahenten um den Toursieg heute beobachtet. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit hat Tadej Pogačar bislang in Sekunden gedacht. 10 Sekunden Rückstand hatte der Slowene auf Jonas Vingegaard. Doch als er dem Dänen heute zum Tagessieg gratuliert, ist klar, er muss umdenken. Vingegaard hat eine neue Zeitrechnung eingeführt. Es geht wieder eher um Minuten. Ich wollte mich hier und da zurückhalten, aber ich war immer noch echt schnell. Wahrscheinlich einer der besten Tage meines Lebens auf dem Rad. 1 bis 2 Hände. Mehr ist bislang nicht nötig, um bei den Abständen zwischen den beiden über 15 Etappen hinweg mitzuzählen. Die 22 Kilometer lange Alleinfahrt gegen die Uhr heute hinauf nach Combloux verspricht wieder ein Sekundenrennen. Eine Art Zeitfahren ist's bislang ja auch schon, nur Schulter an Schulter. Man belauert sich stundenlang, mal ist der eine ein paar Radlängen voraus, mal der andere unterm Strich. 10 Sekunden Vorsprung für den gelben Dänen. Doch heute ist Pogačar beim Rennen gegen die Uhr nicht schnell genug für einen Trikottausch. Schon auf dem ersten flacheren Teilstück ist der Mann in Gelb 20 Sekunden voraus. Bei dieser Tour sowas wie eine kleine Ewigkeit. Das war ein kleiner Schock. Ich wollte das Ganze in Grenzen halten. Hab alles gegeben. Pogačar wechselt vor dem Anstieg zum Ziel auf ein leichteres Rad. Das kostet nochmal 10 Sekunden. Vingegaard spart die Zeit, bleibt auf dem etwas schwergängigeren Zeitfahrrad sitzen. Pogačar ist schneller als alle anderen, bis auf den unglaublichen Dänen, der 1 Minute 38 Sekunden herausfährt. Sein Vorsprung in der Gesamtwertung hat sich auf einen Schlag fast verzehnfacht. Doch morgen kommt die Königsetappe dieser Tour hinauf nach Courchevel. Ich erwarte seinen Angriff und werde versuchen, an ihm dran zu bleiben. Das sehen wir dann morgen. Es ist absolut noch nicht vorbei, besonders wenn es morgen regnet. Da verspreche ich euch, das wird interessant. Weiter in Gelb, Vorsprung ausgebaut. Die Zeit heute, sie ist für Jonas Vingegaard gelaufen. Ja, wie es weitergeht, sehen wir dann morgen. Jetzt gleich nach uns. Ein hartes Thema, aber ein Film, der auch Hoffnung gibt, mit einer ganz tollen Protagonistin. Das hat mir die zuständige ZDF-Kollegin für 37 Grad heute geschrieben. Es ist eine ungewöhnliche Langzeitreportage, die nicht nur ihr sehr wichtig ist. Ich verrate jetzt gar keine Details. Sie bleiben einfach dran. Ja, und dann noch der Tipp. Unser Heute-Journal-Update gibt's gegen 0:30 Uhr mit Gundula Gause. Und vom gesamten Team hier, auch den Kolleginnen und Kollegen hinter den Kameras. Einen angenehmen Abend. Tschüss. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Die Hitzewelle in der Mittelmeerregion setzt sich weiter fort und die Temperaturen liegen teilweise über der 40-Grad-Marke und das wird auch morgen wieder der Fall sein. In den kommenden Tagen setzt sich die Hitze dann allmählich weiter Richtung ostwärts durch und auch Richtung Griechenland gibt es dann Temperaturen um die 40-Grad-Marke und darüber.
Wir schauen auf die Nacht in Deutschland und da sehen wir im Süden, hier in diesem schraffierten Bereich, da ziehen Gewitter durch. Die können unwetterartig sein, teils mit Starkregen, Sturmböen und dazu auch Hagel. Ganz im Norden gibt es Regen dazwischen, teilweise aufgelockert oder auch stärker bewölkt, aber trocken. Temperaturen sinken auf 10 Grad, hier im Osten Richtung Brandenburg, 18 Grad zum Beispiel in Bayern. Ja, und morgen im Tagesverlauf ziehen Schauer durch, auch mit Blitz und Donner. Das Ganze bewegt sich nach Osten. Über den Mittelgebirgen gibt es einzelne Schauer im Tagesverlauf und auch im Süden kann es bei Schauern auch mal blitzen und donnern. Ganz im Westen ist es eher trocken und sonnig. Temperaturen dazu bei höchsten Werten von 18 Grad in Schleswig-Holstein und 30 Grad im Südwesten Deutschlands. Die nächsten Tage, ja, es gibt weitere Schauer, zum Beispiel am Donnerstag hauptsächlich in der Mitte und nach Norden hin bei 18 bis 29 Grad. Freitag vor allem im Süden Gewitter und Samstag dann schon etwas trockener. Und damit einen schönen Abend.